Vielleicht suchst du auch gerade nach einer App für dein Tabletop-Hobby und vielleicht kann ich dir hier mit diesem Video dabei ein bisschen helfen. Und damit Servus zu diesem Video. Ich bin in der letzten Zeit so auf die eine oder andere Situation gestoßen im Tabletop-Hobby, wo ich mir gedacht habe, jetzt wäre es schön, eine App dafür zu haben, um diverse Sachen zu machen. Und da ich Softwareentwickler bin, habe ich mich jetzt einfach dazu entschlossen, diese Apps für mich zu entwickeln und das Ganze hier auf YouTube ein bisschen auch zu dokumentieren und mal zu schauen, was hier dann so alles rauskommt an Apps, vielleicht auch an weiteren Apps, Ideen, die ich dann im Verlauf der nächsten Zeit umsetzen werde. Ein Punkt dabei war ganz klar ein bevorstehendes Projekt, das ich abgeben muss, und dafür habe ich noch nach einer Idee gesucht und habe mir eben gedacht, wieso nicht gleich eine Tabletop-App, zumindest etwas, das ich eben verwenden kann und verwenden möchte. Und da habe ich jetzt gleich mal angefangen, ein klein wenig was zu machen. Das ist auch das, was ihr hier seht. Nur ganz kurz, worum soll es hier gehen? Ich habe mich entschlossen, da ich ungefähr einen Monat dafür Zeit habe, es soll etwas Kleines werden. Ich habe es jetzt Game Tracker App genannt, wo man quasi seine Spiele eintragen kann, um dann in weiterer Folge eben zu tracken, habe ich bei zum Beispiel Warhammer 40k, wie viele Spiele habe ich insgesamt gespielt, wie viele habe ich gewonnen, wie viele verloren, wie viele unentschieden gespielt, und von dort aus soll das Ganze eben dann weiter ausgebaut werden, dass man schöne Statistiken auch hat, die einem dann eben angezeigt werden fürs Hobby, für diverse Spielsysteme natürlich, und das Ganze möglichst offen gehalten. Dementsprechend, ich habe hier nur mal ganz kurz angefangen. Als Info vielleicht noch, das Ganze wird auch zweisprachig auf alle Fälle werden. Standardmäßig ist jetzt mal Englisch, wird aber im Hintergrund alles so sein, dass es dann zweisprachig auf alle Fälle auf Deutsch auch sein wird. Sehr wahrscheinlich abhängig mal von den Einstellungen des Endgeräts, ob das dann Deutsch oder Englisch ist. Aber mal zum grundsätzlichen Gedanken, wie gesagt, die erste App, ich habe da nur mehr wenig Zeit dafür und habe mich da zu dieser Gaming-App entschlossen, zu diesem Gaming-Tracker, und ist jetzt nur mal ein kleines Standardprojekt. Ich habe hier nur mal ein Projekt angelegt und mich ein bisschen damit herumgespielt. Das ist weder hübsch noch hat das großartig Funktionalität. Das Einzige, was aktuell existiert, ist eben diese Startseite. Wenn man die App startet, mit einem Add-Button kann man dann eben ein neues Spiel anlegen, zum Beispiel, keine Ahnung, Kings of War. Und dann kann man das Ganze abspeichern und bekommt hier dann eben aufgelistet Kings of War. Am Anfang, man hat noch kein Spiel gespielt und kann zum Beispiel das gleiche auch für, keine Ahnung, 40k zum Beispiel machen, dazu anlegen, und dann werden eben diese Spiele hier angezeigt. Wie gesagt, soll es hier dann die Möglichkeit geben, eben diese Einträge zu aktualisieren mit eben den Wins, Draws und Losses, die man dann dokumentieren kann. Und das Ganze aber dann auch mit Details versehen, also man kann das Ganze für sich selbst einstellen, also es wird hier keine Einträge geben, die fix sind, also nicht jetzt Kings of War oder so etwas, das schon vorgegeben ist, sondern es soll ein bisschen offener gehalten sein, auch für generell jeden, der sich für das Ganze interessiert, egal ob jetzt in der Tabletop-Community oder eben auch außerhalb, zum Beispiel auch für Boardgames oder etwas Ähnlichem. Es gibt ja zum Beispiel auch bei den Brettspielen diverse Systeme, die eben Kampagnen verwenden, wo man eben so lange ein und dasselbe Spiel quasi auch spielt, bis man es gewonnen hat, und dort könnte man das Ganze zum Beispiel auch verwenden, um das zu dokumentieren, um dann auch zu sehen, okay, Kampagne 1, drittes Spiel zum Beispiel, hat unsere Gruppe jetzt schon 5-mal gespielt und bisher 5-mal verloren. Solche Sachen soll man dann vielleicht hier ein bisschen tracken können. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es schon die eine oder andere App gibt, die sowas auf jeden Fall kann. Aber wie gesagt, ich brauche es eben für eine Projektabgabe, und daher habe ich irgendetwas gesucht, das für mich als Tabletop-Hobbyist auch interessant ist. Und daher bin ich zu dieser Idee hier gekommen. Falls das Ganze für dich natürlich interessant ist, das Ganze auch zu verfolgen, beziehungsweise dort auch deine eigenen Vorschläge zu geben in Bezug auf weitere Apps vielleicht, die in Zukunft dann kommen werden, oder eben hier jetzt im ersten Anlauf mal spezifisch auf diese App, auf diesen Game Tracker, dann natürlich gerne hier in die Kommentare auch unter das Video schreiben, was du von der Idee hältst, was du dir vielleicht so an Optionen oder an Details vorstellst, an Funktionalität,
die die App vielleicht noch haben sollte, denn auch wenn das Projekt dann im weiteren Verlauf abgeschlossen ist in einem Monat, ist das definitiv in einem Stadium, wo noch nicht sehr viel Funktionalität vorhanden sein wird, und im Nachgang soll das Ganze natürlich weiter ausgebaut werden, sodass am Ende mal vielleicht in einem Monat, wenn es gut läuft, die App bereits im App Store spätestens ist, sodass man damit schon arbeiten könnte, um dann aber später daran weiterzuarbeiten und neue Funktionalität einzubauen. Und aus diesem Grund natürlich auch, wenn es für dich natürlich von Interesse ist, vielleicht gerne den Kanal abonnieren, damit du hier auch informiert bist, was hier abgeht bei der App-Entwicklung. Ich werde das Ganze natürlich bei weitem nicht so technisch halten wie hier heute. Das soll nur mal so ein Überblick gewesen sein und natürlich auch für die anderen Leute, die du vielleicht kennst, auch weiterempfehlen, also das Video weiterschicken oder eben einfach mal bekannt geben, dass diese Idee besteht, damit auch möglichst viele Leute hier an der ganzen Sache teilhaben können, sich an dem Thema beteiligen können, denn wie ich schon sagte, das ist nun mal der Anfang. Ich brauche das jetzt eben für ein Projekt. Danach soll die App aber auch weiter ausgebaut werden und ich möchte aber auch, weil ich noch so die eine oder andere Idee habe, was ich gerne machen möchte in Zukunft an eben unterstützenden Apps fürs Hobby, die ich persönlich selbst gut brauchen kann, habe ich da schon ein paar weitere Ideen, wie ich das Ganze eben weiter ausbauen kann, ausbauen möchte, und vielleicht ist das eben aus diesem Grund dann auch für dich interessant, hier das Ganze zu verfolgen. Ansonsten, wie eben bereits gesagt, das Ganze ist im Anfangsstadium. Ich habe hier bisher nur mal ein bisschen rumgespielt. Aktuell passiert hier noch nicht viel. Man kann ja hier auch noch keine Einträge bearbeiten. Also bis jetzt ist es ja wirklich nur möglich, diese Liste von Spielen anzulegen und dann eben noch gar keine Möglichkeit, die Spielergebnisse einzutragen. Das ist das, wo ich in nächster Zeit mal dran arbeiten möchte als nächstes und was dann eben auch schon geplant ist und definitiv auch interessant ist, wenn man dann eben Spiele einträgt, eben nicht nur zu wissen, wie viele Spiele in zum Beispiel Kings of War habe ich gewonnen, insgesamt verloren oder eben unentschieden gespielt, sondern vielleicht auch Details eintragen zu können, wie zum Beispiel mit welcher Armee habe ich gespielt, dass man das Ganze eben etwas detaillierter hat, dass man eben einerseits dann auch Statistiken daraus machen kann, beziehungsweise auch Detailinformationen dann hat, dass man sieht, okay, insgesamt habe ich bei Kings of War so und so viele Spiele insgesamt gespielt mit den und den einzelnen Ergebnissen, also in den 3 Kategorien, gewonnen, verloren oder unentschieden gespielt, aber dann eben auch mit den expliziten Einträgen. Diese Armee, zum Beispiel bei mir Northern Alliance, habe ich so und so oft gespielt mit diesen Ergebnissen, und dann eben eine zweite Armee, zum Beispiel Night Stalker oder Twilight King, habe ich x-mal gespielt, sodass man einerseits eben diese Gesamtstatistik dann hat, diese Gesamtinformation zu Kings of War, aber das Ganze eben auch runtergebrochen auf die einzelnen Armeen zum Beispiel, und davon könnte man natürlich auch aus weitergehen und das auf diverse Spielgrößen anpassen, dass man sagt, okay, Skirmish habe ich so viele Spiele gespielt, beziehungsweise eben Ambush habe ich so und so viele Spiele gespielt, 1000 Punkte bzw. 1500 Punkte Spiele, so und so viele, und auch 2000 Punkte oder darüber zum Beispiel sind so und so viele Spiele passiert. Das sind alles so Möglichkeiten, die man eben im späteren Verlauf noch anpassen könnte, hinzufügen könnte. Was ich hier auf alle Fälle mal vom Grundgedanken auch vorhabe, ist das so offen wie möglich zu halten. Das heißt, man wird, so wie ihr es hier schon habt, am Anfang eben die leere Liste haben, dass man sich selbst seine Spiele eintragen kann, damit man eben nicht an einzelne Spielsysteme gebunden ist, beziehungsweise nur an Tabletop, sondern wie vorhin gesagt, eben das Ganze auch für Brettspiele zum Beispiel verwenden kann und dann eben nicht das Problem auftritt, dass jemand, der sagt, okay, ich spiele irgendwie ein kleines Spielsystem, das vielleicht nicht von so vielen Leuten gespielt wird, vielleicht nicht so bekannt ist, das ist hier in der App gar nicht verfügbar und daher kann ich diese App gar nicht verwenden. Das möchte ich eben auch verhindern und daher wird das Ganze recht offen gehalten. Ich möchte euch eigentlich nur bitten, oder dich nur bitten, wenn dich das Ganze eben wirklich interessiert, nochmal vielleicht den Kanal zu abonnieren, um das Ganze ein bisschen zu verfolgen, und bitte, bitte gerne auch teilen, dass möglichst viele Leute davon auch erfahren, denn je mehr Leute Interesse an solchen Apps haben und je mehr Ideen wir haben und Leute dort auch abstimmen, was ihr als Community, wir als Community gerne an Apps hätten,
Dementsprechend macht es mir dann auch leichter, Entscheidungen zu treffen. Wird es diese App dann weiter werden? Werden wir die weiter ausbauen? Oder bleibt das erstmal nur eine kleine App für mein Einmonatsprojekt, das ich eben abgeben muss und danach zum Beispiel gehen wir irgendetwas anderes an als Community quasi, oder vielleicht hat auch irgendjemand von euch eine andere Idee, die insgesamt viel praktikabler für uns alle ist, sodass ich auch sage, das kann man auch runterbrechen auf etwas Kleineres und im Verlauf der nächsten 4 Wochen quasi mache ich dann eben diese andere App und wir lassen dieses Projekt vielleicht auch dann komplett aus, weil wir eben diese andere Idee gefunden haben. Aber so im Großen und Ganzen, das soll ein bisschen hier der Gedanke sein, diese Game Tracker App für den Anfang, und ich werde das Ganze hier und da auf dem Kanal immer ein bisschen dokumentieren. Da die meisten natürlich keine Softwareentwickler und so weiter sind, wird es wie gesagt nicht so technisch sein wie hier heute mit diesem ganzen Code, sondern mehr oder weniger auch da mehr oder weniger eine Übersicht, wie ist der aktuelle Stand, was ist bisher passiert und was sind vielleicht die Pläne für die Zukunft, für die nächsten paar Tage, die nächsten paar Wochen, oder eben auch, was wäre vielleicht die Idee für die App, die dann danach kommt.